Hallo Herr Salih, bitte erzählen Sie etwas über sich. Hallo, ich bin Mehmet Salih. Ich bin 26 Jahre und habe Informatik in München studiert. Zurzeit wohne ich aber in Frankfurt. Ich bin 26 Jahre und habe Informatik in München studiert. Zurzeit wohne ich aber in Frankfurt. Und woher kommen Sie, Herr Salih? Also, ich bin in der Türkei geboren. Mit 10 Jahren bin ich zusammen mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Am Anfang war ich noch in der Hauptschule, da ich Deutsch lernen musste. Mit 20 Jahren konnte ich jedoch mein Abitur in Berlin nachholen. Also, ich bin in der Türkei geboren. Mit 10 Jahren bin ich zusammen mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Am Anfang war ich noch in der Hauptschule, da ich Deutsch lernen musste. Mit 20 Jahren konnte ich jedoch mein Abitur in Berlin nachholen. Wow, Respekt, dass Sie es geschafft haben. Es war bestimmt nicht leicht und hat viel Arbeit gefordert. Herr Salih, ich habe eine weitere Frage an Sie. Wie würden Sie Ihren Charakter beschreiben? Ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch. Das heißt, dass wenn mich etwas beunruhigt, spreche ich das gern auch an. Ich bin ebenfalls bodenständig und ambitioniert. Ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch. Das heißt, dass wenn mich etwas beunruhigt, spreche ich das gern auch an. Ich bin ebenfalls bodenständig und ambitioniert. Das hört sich interessant an. Können Sie uns etwas über Ihre Familie erzählen? Ja, also ich bin verheiratet und habe eine wundervolle Ehefrau. Wir haben uns vor einem Jahr hier ein Haus in Frankfurt gekauft, in welchem wir mit unseren 2 kleinen Kindern wohnen. Ich liebe sie sehr. Ja, also ich bin verheiratet und habe eine wundervolle Ehefrau. Wir haben uns vor einem Jahr hier ein Haus in Frankfurt gekauft, in welchem wir mit unseren 2 kleinen Kindern wohnen. Ich liebe sie sehr. Das freut uns. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, Herr Salih? In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. Wir gehen zusammen Dart spielen. Außerdem lese ich gern Bücher vorm Einschlafen. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. Wir gehen zusammen Dart spielen. Außerdem lese ich gern Bücher vorm Einschlafen. Vielen Dank für das Gespräch. Der nächste ist jetzt dran. Hallo Herr Uvalov, bitte stellen Sie sich vor. Guten Tag zusammen, ich bin der Igor Uvalov. Ich bin 24 Jahre alt und studiere hier in Frankfurt. Soll ich Ihnen mehr zu meinem Studium erzählen? Guten Tag zusammen, ich bin der Igor Uvalov. Ich bin 24 Jahre alt und studiere hier in Frankfurt. Soll ich Ihnen mehr zu meinem Studium erzählen? Ja, gerne, darüber möchten wir mehr erfahren. Alles klar. Ich studiere Maschinenbau im 5. Semester. Nach dem Bachelor würde ich gerne meinen Master machen. Maschinenbau ist toll. Ich kann mir zurzeit keinen besseren Studiengang für mich vorstellen. Alles klar.
Ich studiere Maschinenbau im 5. Semester. Nach dem Bachelor würde ich gerne meinen Master machen. Maschinenbau ist toll. Ich kann mir zurzeit keinen besseren Studiengang für mich vorstellen. Man merkt, wie sehr Sie Ihr Studium lieben. Klasse. Man merkt, wie sehr Sie Ihr Studium lieben. Klasse. Danke. Ich hoffe, dass ich dann auch als Ingenieur nach dem Studium arbeiten kann. Deshalb versuche ich gute Noten im Studium zu bekommen. So kriege ich leichter eine Stelle. Danke. Ich hoffe, dass ich dann auch als Ingenieur nach dem Studium arbeiten kann. Deshalb versuche ich gute Noten im Studium zu bekommen. So kriege ich leichter eine Stelle. Das stimmt. Können Sie uns über Ihre Hobbys berichten? Das stimmt. Können Sie uns über Ihre Hobbys berichten? Ich habe nicht so viele Hobbys. Wenn ich Zeit habe, liege ich gerne im Bett und schaue Serien. Das finde ich sehr entspannend als Ausgleich zum Studium. Ich habe nicht so viele Hobbys. Wenn ich Zeit habe, liege ich gerne im Bett und schaue Serien. Das finde ich sehr entspannend als Ausgleich zum Studium. Was haben Sie denn noch für Charaktereigenschaften? Was haben Sie denn noch für Charaktereigenschaften? Ich bin ein engagierter und fleißiger Mensch. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Ich muss aber gestehen, dass ich manchmal sehr unordentlich sein kann. Ich schaffe es einfach nicht, Ordnung zu halten. Ich bin ein engagierter und fleißiger Mensch. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Ich muss aber gestehen, dass ich manchmal sehr unordentlich sein kann. Ich schaffe es einfach nicht, Ordnung zu halten. Alles klar. Wollen Sie uns noch etwas erzählen, das Ihnen wichtig ist? Alles klar. Wollen Sie uns noch etwas erzählen, das Ihnen wichtig ist? Ja, eine letzte Sache möchte ich Ihnen noch über mich erzählen. Ich bin seit 5 Jahren Single. Ich weiß nicht, wieso ich keine Freundin finde. Vielleicht liegt es daran, dass ich vielleicht zu schüchtern bin. Ich weiß es nicht. Ja, eine letzte Sache möchte ich Ihnen noch über mich erzählen. Ich bin seit 5 Jahren Single. Ich weiß nicht, wieso ich keine Freundin finde. Vielleicht liegt es daran, dass ich vielleicht zu schüchtern bin. Ich weiß es nicht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Studium und Ihrer Suche nach einer Freundin. Danke. Draußen wartet noch eine Person. Ich hole sie mal rein. Hallo, wer sind Sie? Hallo, ich bin Daniele. Hallo Daniele, möchten Sie uns etwas über sich erzählen? Hallo Daniele, möchten Sie uns etwas über sich erzählen? Ja gerne, ich bin 32 Jahre alt und ich bin in Italien geboren. Ich lebe jetzt schon 28 Jahre lang in Deutschland. Was machen Sie beruflich? Ich bin Polizist von Beruf. Ich hatte zunächst Architektur studiert, allerdings hatte mir das nicht gefallen und ich habe dann eine Ausbildung zum Polizisten gemacht. Ich bin Polizist von Beruf. Ich hatte zunächst Architektur studiert, allerdings hatte mir das nicht gefallen und ich habe dann eine Ausbildung zum Polizisten gemacht. Sehr interessant. Erzählen Sie uns bitte, was Sie in Ihrer Freizeit tun.
Ich koche leidenschaftlich gerne. Ich lade Freunde zu mir nach Hause ein und koche für alle. Meinen Freunden schmeckt mein Essen immer sehr gut. Das hört sich gut an. Vielen Dank, Daniele. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!